the Republican Party is no longer conservative. It has switched its allegiance from the principles that gave it purpose to a man whose only purpose is himself. Just now. Ehemaliger Kongressabgeordneter Adam Kinzinger hat die Handschuhe ausgezogen. Und was er über Donald Trumps Ehe sagte, verblüffte die Anwesenden und Trump war völlig außer sich. Bevor wir einsteigen, kommentieren Sie eins, wenn Sie Kinzingers Behauptungen glauben. Oder null, wenn Sie glauben, dass das alles nur ein politisches Drama ist. Denn was Sie gleich hören werden, könnte alles verändern. As a military guy, I've always respected strength in leadership. And Trump is the opposite of that. He's a whiny, weak, small, tiny man who is scared to death. Donald Trump steht plötzlich wieder im Rampenlicht. Aber nicht, weil er die Demokratie verteidigt oder unglaublichen Mut bewiesen hat. Nein. Diesmal hat Adam Kinzinger ihn live im Fernsehen einfach verbal zusammengefaltet wie einen billigen Gartenstuhl. Kinzinger, ein ehemaliger republikanischer Kongressabgeordneter, der jetzt ein professioneller Trump-Gegner ist, dachte, er hätte heute Zeit, was sehr erstaunlich war. Wir meinen es ernst, wenn wir sagen, dass er ausgerastet ist. Der Man, der das Wort Covid-Fee zu einem Teil der amerikanischen Geschichte gemacht hat, wurde verbal vernichtend geschlagen, ohne sich zurückzuhalten oder nett zu sein. Donald Trump is a weak man pretending to be strong. He is a small man pretending to be big. He's a faithless man pretending to be righteous. He's a perpetrator who can't stop playing the victim. Mit der Genauigkeit eines erfahrenen Staatsanwalts und der Entschlossenheit eines Mannes, der sich schon viel zu lange zurückhält, entfesselte Kinzinger einen verbalen Angriff, der so zerstörerisch war, dass selbst Trumps treueste Fans aufhorchen und den Geruch, den Gestank und den Gestank zur Kenntnis nehmen mussten. Wie schrecklich ist das? Was wissen Sie darüber? The stench, the stink. How bad is it? What do you know about that? Yeah, I mean, it's not good. I mean, think about the best way to describe it. I've tried to take armpits, ketchup, like a butt, and kind of put it in a blender, and makeup, and put that all in a blender, and and you bottle that as a cologne. That's kind of that. But it's amazing. Like I've been amazed that, everybody's just kind of learning about this now. But again, I think the bigger point is he's a weak human being. But look at this. He had his people respond to me on this. Wenn es Ihnen gefällt, abonnieren Sie bitte. Er kritisierte Trumps ständige Beschwerden, sein Machtstreben und seine Unfähigkeit, Verantwortung für irgendetwas zu übernehmen. Aber er ging noch weiter. Kinzinger fuhr fort, Trumps Schwächen als Anführer aufzuzeigen, seine Bereitschaft, seinen eigenen Anhängern die Schuld zu geben und seine erstaunliche Neigung, alles auf sich zu beziehen, ungeachtet der Umstände. Der ehemalige Kongressabgeordnete machte sich auch über Trumps Tough-Guy-Charakter lustig und wies darauf hin, dass der selbsternannte starke Anführer während der Rebellion am 6. Januar nirgends zu finden war, sondern die Ereignisse wie eine Reality-TV-Show vom Weißen Haus aus verfolgte. Because he's not going to take on actual tough people, because then he may have a fight, and he's a coward. I mean, he really is scared to death. He's like I think of a 6-year-old boy that's still trying to earn his father's approval. That's Donald Trump. But he can try to pick a fight with our friends because he knows it's not going to start a war, and it makes him look tough. He looks super tough in his mind next to Canada. The other interesting thing is he claims that we got a bad trade deal with Canada and Mexico. It's like 1984, where we're supposed to forget what happened yesterday when he negotiated the USMCA and called it the greatest trade agreement ever negotiated. So what is it? Trump, make a decision. It is so counter to who America's soul is. We rebelled against exactly what we have in government right now. And I think that natural kind of feeling is still alive in the American people. And so we want to take America back from the oligarch class thing. And I think that could start to develop over the next few months and really turn into something that... Die politische Welt schnappte kollektiv nach Luft, weil der Angriff so bösartig und ungeschminkt war. Es war mehr als nur eine Kritik. Es war eine Dekonstruktion. Die Art von politischer Verstümmelung,
die die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht, hitzige Debatten auslöst und vor allem Trumps sehr sensible Seite verärgert. Seien wir ehrlich, Trump kann mit Kritik so gut umgehen wie ein feuchtes Papierhandtuch. In einem Moment brüstet er sich damit, dass er das Größte sei, was Amerika seit der Erfindung von frittiertem Essen passiert sei. Das Mächtigste und Klügste, als jemand im Fernsehen versuchte, die Wahrheit über ihn zu sagen, schlug Kinzinger zu, und als er das nächste Mal in Großbuchstaben schrieb, war er wütend. Um ehrlich zu sein, ist es für Kinzinger nichts Neues, sich über Trump lustig zu machen. Das ist jetzt praktisch sein Vollzeitjob. Aber dieser Takedown war Kunst. Die Art von perfekt ausgeführtem Takedown, die einen dazu zwingt, innezuhalten, das Handy beiseite zu legen und still zu applaudieren. Ich werde es erzählen. Telling me he was the worst president the United States of America ever had. He was a liar. He was a charlatan. And he was a man with a more fragile ego than anybody I've ever met, which the irony of it is he walks around like the tough guy, but he's the one that gets more offended and wounded and sad than anybody I know. I'm also going to tell him that it was the moment that I hope America hit the bottom of, its slide towards authoritarianism and the moment we woke up. I hope he's proud of what I've done. I'm confident he will be because, short of this thing really going off the rails, this thing being our country in this experiment, I think we're going to look back and say, wow, that was a moment we might have flown too close to the sun and we can never do that again. That's my hope and prayer, because if not, we're in real trouble. Um es vorsichtig auszudrücken, kritisierte er Trumps beste Treffer, seine nicht enden wollende Opfermentalität, seine unermüdliche Hingabe an den Golfsport, während er vorgibt, sich um das Land zu kümmern, und seine unglaubliche Fähigkeit, jede Situation in eine Gelegenheit zu verwandeln, sich selbst anzugreifen. Ja, die Hexenjagd war gerechtfertigt, so wie es Trumps übliche Begründung für den falschen Umgang mit Verschlusssachen ist. Der Hexenjagd wird vorgeworfen, zur Revolte anzustiften. Nachdem er bei McDonald's eine falsche Bestellung aufgegeben hat, startet er eine Hexenjagd. Sein Gehirn scheint darauf vorprogrammiert zu sein, auf jede Art von Verantwortung in einer bestimmten Weise zu reagieren. Kinzinger hob auch Trumps eigentümlichen Führungsstil hervor, der vor allem darin besteht, dass er sich selbst beweihräuchert, während er sich der Verantwortung für alles entzieht. Stark, mächtig und clever, aber immer das Opfer. In einem einzigen Satz könnte die Person über sich selbst stolpern und das FBI, die Einwanderung und Windparks beschuldigen. He went to the people that would reflect back to him. Again, a narcissistic personality seeks this out. People that reflect back his own things that he needs to make himself feel good, that tell him how good he is. And that, of course, was the far right. They were happy to do that. Initially, they manipulated Donald Trump, and then now Donald Trump owns them. And so I think that's all it is. I think it is all about himself. He can't be seen as a loser, and he has no empathy for anything but himself. And I think that's really the best explanation of why he's doing it. Als ob ihr Leben davon abhinge, würden Trumps eifrigste Anhänger bis zum Tod für das selbsternannte Finanzgenie kämpfen. Das Geschäftskonzept des Casinos war darauf ausgerichtet, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Dennoch gelang es ihm, es in den Bankrott zu treiben. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Es sei denn, man ist Donald Trump. In diesem Fall gewinnt das Haus immer, auch wenn es Insolvenz anmeldet. Trotzdem gilt er weithin als Finanzgenie. Wenn jemand Wasser verbrennt, ist das so, als würde man ihn einen ausgezeichneten Koch nennen. Adam Kinzinger, ein ehemaliger republikanischer Kongressabgeordneter, verurteilte Trumps geschliffenen Charakter unmissverständlich. Kinzinger sagt, dass Trumps gesamte Marke auf dem Trugschluss der Stärke aufgebaut ist. Ein hartes Auftreten, das in dem Moment zerbröckelt, indem er auch nur die kleinste Kritik einstecken muss. Trotz seines Ehrgeizes, als starke Führungspersönlichkeit zu gelten, verbringt er seine Tage in den sozialen Medien damit, darüber zu jammern, wie ungerecht das Leben zu ihm ist. Obwohl die Person so zäh wie ein feuchtes Papiertuch ist, halten ihn seine Bewunderer für einen Krieger. An diesem Punkt ist es eine mentale Gymnastik auf olympischem Niveau. Und, um ehrlich zu sein, würde das Manga-Publikum eine Goldmedaille für kognitive Dissonanz gewinnen. Trump's personal attacks against you and promises of retribution, not to mention many death threats that you have received since you have been speaking out. You say that you have zero fear of Donald Trump. Yeah. Why? Why? Look, how, I should say. I've been to war, okay? Donald Trump, I'm not trying to just be
partisan shots here. He is a small, weak man who is scared to death of people. He's scared to death of strong people. And so for me, I refuse to be intimidated. I didn't break the law. All I did was get answers to the American people. If you want to come after me, you have to make something up. And by the way, if you make something up, I'm going to use that and become twice the pain in your backside that I ever have been if you're going to come after me for no reason. And the American people won't stand for it. They may have elected Donald Trump, but they still want the law and the justice system to work as it should. Es ist auch erwähnenswert, dass er berüchtigt ist für seinen Ausspruch: Ich stelle die besten Leute ein, die Sie kennen. Pi. Das sind dieselben besten Leute. Die. Sobald sie aufhören, vor ihm zu kriechen. Entweder im Gefängnis landen oder sich gegen ihn wenden und allen davon erzählen. Sie sind diejenigen, die aus dem Fenster geworfen werden. In Wirklichkeit besteht sein Rekrutierungsverfahren aus 2 grundlegenden Voraussetzungen: unerschütterliche Loyalität und die Bereitschaft, sich für ihn der Gefahr einer Strafverfolgung auszusetzen. Wer ihn in Frage stellt oder, Gott bewahre, sich weigert, in seinem Namen gegen das Gesetz zu verstoßen, gilt sofort als Verlierer, als Nashorn oder als Mitglied der sogenannten Deep State-Verschwörung. Dies gilt unabhängig davon, ob sie ihn in Frage stellen oder nicht. Dazu kommt noch das Problem der Gerichtskosten. Obwohl er das finanzielle Engagement eines straffälligen Vaters hat, sucht Trump nach Gefolgschaft. Letzten Endes ist Trumps gesamte Persona nichts weiter als ein Kartenhaus, das von lautstarken Beschwerden und einer Fangemeinde getragen wird, die bereit ist, sich über Tatsachen hinwegzusetzen, solange er ihnen die gewünschte Empörung beschert. Während er weiterhin üppige Abendessen in Mar-a-Lago gibt, um eine weitere Runde von Rechtsstreitigkeiten zu finanzieren, versuchen seine Anwälte, Wahlkampfhelfer und ehemaligen Unterstützer fieberhaft, ihren eigenen rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Andererseits hat die Realität eine lustige Art, sich ohne Vorwarnung an einen heranzuschleichen. Betrügern, egal wie geschickt sie sind, gehen irgendwann die Markierungen aus. Außerdem sind die rechtlichen Probleme, mit denen Donald Trump konfrontiert ist, eine absolute Farce. In jeder zweiten Woche hat er mehr Gerichtstermine als ein Reality-TV-Star, der die Show inzwischen verlassen hat und versucht, seine Relevanz zu behalten. Es handelt sich um einen neuen Streit, eine neue Anklage oder einen weiteren Versuch, sich in letzter Minute der Verantwortung zu entziehen. Für den Fall, dass er jetzt mit übermäßiger Kraft niest, arbeitet ein Staatsanwalt mit Sicherheit an einer Anklage in mehreren Fällen wegen rücksichtslosen Nasenausflusses. It's him. There's no empathy for anything. There's no empathy for the country. I mean, my guess is probably a significant amount of our presidents have been narcissists, right? You got to be to run for president to an extent, but not to they're not narcissists to the point where they're going to burn down the country. They understand that their job and their moment in history is to try to make the country better. Some have, some haven't, but they do their best as flawed people. Donald Trump doesn't care about any of that. All he cares about is Civil Klagen. Anhörungen auf Bundes- und Landesebene und andere Arten von rechtlichen Schritten sind möglich. Angesichts der Schweigegeldzahlungen, der Hortung privater Informationen, des Chaos vom 6. Januar und allem, was sich sonst noch anbahnt, muss das Anwaltsteam, das Donald Trump vertritt, sein Telefon auf Kurzwahl stellen, mit einem Klingelton, der einfach dringend schreit. Ihm wird ein juristisches Festmahl serviert und er wird dazu gezwungen, jeden Teller zu essen. Andererseits, seien wir ehrlich, während der Salemer-Prozesse schreit der Kerl häufiger Hexenjagd als eine echte Hexe. Und jedes juristische Ergebnis ist ein Beweis für eine große Verschwörung. Trotz allem, was geschehen ist, halten seine treuesten Anhänger an der Überzeugung fest, dass er der ultimative starke Mann ist, der unaufhaltsame Anführer, der in der Lage ist, den tiefen Staat zu besiegen. Jede einzelne Anschuldigung wird als politische Verfolgung dargestellt, obwohl er als Alpha-Männchen der modernen Politik gilt. Anstatt die Initiative zu ergreifen, verbringt er mehr Zeit damit, seine Frustration darüber auszudrücken, ein Opfer zu sein. Donald Trump is a loser who keeps losing, and I think to lose again will be important to heal this nation. And frankly, you have one very sick party in the GOP. To begin to heal that, they have. Dies erklärt, warum Adam Kinzingers Röstung trotz der Tatsache, dass sie hart ist, erfreulich ist. Er hat mehr getan, als nur auf die rechtlichen Probleme aufmerksam zu machen, mit denen Trump konfrontiert ist. Trump beklagt sich definitiv viel, was nicht verwunderlich ist für jemanden, der von sich behauptet, der mutigste, kämpferischste und mutigste Anführer in der Geschichte der modernen Zeit zu sein.
Er hat es allen vor Augen geführt. Und seine gesamte politische Persönlichkeit beruht auf der anstrengendsten Form des Selbstmitleids, die man sich überhaupt vorstellen kann. Er ist nie an allem schuld. Was passiert? Es gibt einen Mangel an Gerechtigkeit in den Medien. Die Gerichte sind nicht frei von Voreingenommenheit. Alle Mitglieder des Gremiums sind unehrlich. Es reicht nicht einmal mehr aus, dass Fox News treu ist. Und das Justizministerium arbeitet gegen ihn. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie er es sich wünscht, ist das ein wirklich manipuliertes System. Wenn er keinen Erfolg hat, wird es als gestohlen betrachtet. Wird er erwischt? Es ist ein abgekartetes Spiel. An diesem Punkt seiner politischen Karriere konzentriert sich Trump nicht auf eine Führungsrolle. Das hat etwas mit einer Beschwerde zu tun. Es ist nicht wahr, dass er für das Präsidentenamt kandidiert. Viele Menschen haben die Nase voll von den ständigen Ausbrüchen. Und Kinzinger konkurriert mit anderen darum, als der am meisten verärgerte Mensch in den Vereinigten Staaten bezeichnet zu werden. Denn, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn die Fähigkeit, Rechenschaft abzulegen, ein Maß für Stärke wäre, dann würde Trump nicht einmal angesprochen werden. Das ist die Art und Weise, in der er sich verhält. He's built a cult. He's really built a cult of personality. And when you go after the leader of a cult, it's almost like going after somebody's religion, because this is what they have taken. Everything they do is built on this idea that Donald Trump's going to save America. So the vitriol is crazy. What did shock me a little bit is getting texts from old friends. My co-pilot I flew with in Iraq texting me that he's ashamed to have ever flown with me. Extended family members that basically sent a certified letter, which I guess they still have, sent to my parents' house disowning me and saying I'm part of the devil's army. I mean, that's when you see, and I'm not saying that for sympathy, but this is what's happening to families all around this country, because they're being torn apart for a man that is more flawed than anybody that's ever sat in the Oval Office. In Wirklichkeit ist Donald Trump so weich und schlaff wie ein Marshmallow, der in der Mikrowelle erhitzt wurde. Wirksame Führungspersönlichkeiten sind diejenigen, die die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Dennoch ist Trump dafür bekannt, dass er nachts um 3 Uhr in den sozialen Medien heftige Beschwerden über Late-Night-Fernsehmoderatoren, fiktive Gegner und jeden anderen, der die Dreistigkeit besitzt, sein ohnehin schon empfindliches Ego zu verletzen, niederschreibt. Sobald ihn jemand kritisiert, verwandelt er sich sofort in eine frenetische Pfütze aus Beschwerden, Schuldzuweisungen und verrückten Verschwörungstheorien. Ein ehemaliger Kongressabgeordneter namens Adam Kinzinger hat es auf den Punkt gebracht. Trumps Gesetzgebung hat ihr Verfallsdatum bereits überschritten und ist nicht mehr in Kraft. Sein ganzes politisches Markenzeichen basiert auf der immer gleichen Routine, auf endlosen Erklärungen, recycelten Beschwerden und einem nicht enden wollenden Reality-TV-Karneval, der jede Chance auf eine tatsächliche Verwaltung im Keim erstickt. Da er eher von Chaos als von Führung lebt, interpretiert er jeden Rückschlag als Versuch, ihn persönlich anzugreifen, und jede Kritik als ausgeklügelten Plan gegen ihn. Die Fans warten immer noch auf die 5. Staffel dieser katastrophalen Serie, obwohl diese noch gar nicht erschienen ist. Das macht keinen Sinn. Neue Gegner, Trumps nicht enden wollende Liste von Feinden und neue Tiraden darüber, wie ungerecht die Welt ihm gegenüber ist, sind die einzigen Änderungen, die im Laufe der Geschichte vorgenommen wurden. Es ist möglich, dass die Wirtschaft und die Außenpolitik in Trümmern liegen. Doch wenn Trumps Name nicht aus den entsprechenden Gründen auftaucht, dann ist das die eigentliche Krise, die er in seinem Kopf erlebt. Selbst wenn seine Fehler offenkundig sind, weigert er sich, die Verantwortung für sie zu übernehmen, unabhängig davon, ob es sich um Versäumnisse oder Fehlentscheidungen handelt. Er fährt fort, dieselbe Taktik anzuwenden, nämlich abzulenken, zu leugnen und jeden zu kritisieren. Der versucht, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, unabhängig davon, ob es sich um eine Reaktion auf eine Pandemie, das Schüren eines Aufstandes oder den Verlust einer Wahl um Millionen von Stimmen handelt. Die jüngste Kritik von Adam Kinzinger an der Führung und Politik von Donald Trump hat einen Feuersturm ausgelöst. Diese Kritik hat den Regierungsstil des ehemaligen Präsidenten, der ein Wutanfall-Tornado ist, und seinen verheerenden Einfluss auf die Wirtschaftsstrategie der Vereinigten Staaten ans Licht gebracht. Seine Cayman-Inseln-freundliche Agenda und seine Golfplatzpleiten wurden von Kinzinger, der einst mit Trump verbündet war, aufgespießt. Kinzinger hob hervor, wie Trumps Handelskriegstaktik die Unternehmen abschrecken sollte, damit sie im Inland investieren. Stattdessen Giganten wie Toyota, Nissan und Volkswagen dazu gebracht hat, doppelt auf China zu setzen.
Seit 2018 hat Präsident Trump Zölle auf chinesische Importe verhängt, darunter maximal 145% auf Automobilartikel, um den Industriesektor in den Vereinigten Staaten zu schützen und Konkurrenten zu ermutigen, die Vereinigten Staaten Peking vorzuziehen. Auf der anderen Seite hat Japans Autoindustrie die Erwartungen nicht erfüllt. Neben einem 236 Millionen Dollar teuren Wasserstoff-Brennstoffzellen-Joint Venture in Sichuan investierte Toyota 2 Milliarden Dollar in eine Anlage in Shanghai, in der Elektrofahrzeuge und Batterien für die Marke Lexus hergestellt werden. Diese Investition gab Chinas Subventionen für Elektrofahrzeuge und den Zielen der Kohlenstoffneutralität Vorrang vor den Gefahren, die von den Zöllen der Vereinigten Staaten ausgehen. Trotz eines 50-prozentigen Rückgangs der Verkaufszahlen in China seit dem Jahr 2020 investiert Nissan nun 1,4 Milliarden Dollar in die Einführung von 10 neuen Energieautos bis zum Jahr 2027. Dieser Schritt ist ein Glücksspiel mit Pekings wachsender Mittelschicht und seiner Vormachtstellung im Logistiksektor. In der Zwischenzeit investierte Volkswagen 2,68 Milliarden Dollar in ein Innovationszentrum in Hefei, das es ermöglicht, Produkte 30% schneller auf die Märkte in China zu bringen. Tesla hingegen erweiterte seine Gigafactory in Shanghai durch den Bau einer Energiespeicheranlage im Wert von 1,76 Milliarden US-Dollar. Analysten sind der Ansicht, dass diese Maßnahmen auf einen umfassenderen Unternehmensansatz hindeuten. Die Unvorhersehbarkeit der Zölle und die Ungewissheit der Regulierungspolitik in den Vereinigten Staaten werden durch das Marktpotenzial, die Effizienz der Lieferkette und die Anreize Chinas aufgewogen. Während Präsident Trump behauptet, er wolle gegen die Konkurrenz abwägen, verfolgen Japans Titanen die Strategie, aus China zu exportieren, um globale Märkte wie Afrika und Lateinamerika zu dominieren und so die von den USA errichteten Zollmauern vollständig zu umgehen. Darüber hinaus verstärken Siemens und BASF ihre Beziehungen zu China durch den Bau von Innovationszentren und die Erweiterung ihrer Produktionsstätten. Dies zeigt, dass internationale Unternehmen das Ökosystem Pekings als dauerhaft ansehen, während Trumps Politik als vorübergehender Aufruhr betrachtet wird. Kinzingers Bemerkung hat die Ironie noch deutlicher gemacht. Trumps Fantasien über die Cayman-Inseln und seine Unerfahrenheit im Umgang mit Sprühfarbe haben den Aufstieg Chinas zu einem Produktionszentrum beschleunigt. Infolgedessen ist der Automobilsektor der Vereinigten Staaten zersplittert und die Versorgungsnetze wurden vernachlässigt. Der Wandel im Automobilsektor verringert die Wettbewerbsfähigkeit der Vereinigten Staaten. Der Grund dafür ist, dass Pekings Kohlenstoffneutralitätsziele und regionale Netzwerke Investitionen anziehen, während die Hindernisse, die die Vereinigten Staaten haben, wie hohe Löhne und politische Peitschenhiebe, Investitionen abschrecken. Toyotas Initiativen in Shanghai und Nissans Blitzaktion für Elektrofahrzeuge sind 2 Beispiele für dieses Phänomen. Es ist möglich, dass Trumps Anhänger der MAGA-Partei seine Zusammenbrüche als Zeichen der Macht romantisieren. Tatsache ist jedoch, dass sein Handelskrieg nach hinten losgegangen ist, indem er globale Unternehmen in das für Elektrofahrzeuge günstige Umfeld Chinas getrieben und die Vorherrschaft des Landes in wichtigen Branchen begründet hat. Kinzinger wies darauf hin, dass es bei Trumps Führung nicht darum geht, Lösungen für Probleme zu finden, sondern vielmehr darum, Krisen zu produzieren, um relevant zu bleiben. Dies ist eine Wahrheit, die durch die strategische Ausrichtung Japans und die Verlagerung des Automobilsektors nach Shanghai noch verschärft wurde. Die Frage, die es zu beantworten gilt, ist, wie oft werden sich die Loyalisten noch seine Wiederholungen von Schuldzuweisungen und den Schwindel mit den Cayman-Inseln ansehen, bevor sie woanders nach Antworten suchen? Die Handlungen von Präsident Trump haben den Begriff Made in America zu einer Pointe gemacht, während der Rest der Welt seine Zukunft in Chinas Spielplatz für Elektrofahrzeuge aufbaut. Dies zeigt sich an den Investitionen der Automobilindustrie in China und an der Entwicklung der Gigafactory von Tesla. Wir möchten von Ihnen hören. Glauben Sie, dass Kinzinger die Wahrheit sagt? Oder handelt es sich nur um eine weitere Kriegsführung der Medien? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Drückt den Like-Button und abonniert uns, damit ihr die nächste explosive Wendung nicht verpasst.